Grüß Gott, ich bin der Frank und bin mit Familie vor 2 Jahren nach Réunion ausgewandert. Und wie versprochen, gebe ich euch heute ein kleines Update, was so in den letzten Monaten passiert ist. Denn ich habe mich etwas rar gemacht mit den Videos. Einen Grund seht ihr schon hier unten. Hey Ida, sag mal Grüß Gott. Hallo. Jo. Aber der Reihe nach. Let me tell you a story. Ida, der Hund. Am Anfang sehr abgemagert, mittlerweile voll im Saft, will viel laufen gehen, was wir so gar nicht machen können. Und wenn es ihr dann nicht passt, dann haut sie einfach ab und dann rufen die Nachbarn an und wir müssen sie wieder einholen. Die hart so unglaublich. Insofern haben wir ihr eine Hütte besorgt, die habe ich dann aufgebaut, so dass sie schon auch drin ist, aber zuweilen auch einfach dann halt zumindest draußen schläft, weil wir wollen auch nicht, dass sie uns ewig in die Bude pinkelt, gell? Ja. Und wie ihr seht, gibt es mittlerweile hier ein neues Tor. Das war ja nicht zu schließen und war auch so durchsichtig. Wir haben jetzt hier dieses Tor installieren lassen, so dass wir da etwas abgeschirmter sind und vor allem, dass es dann auch zu ist, wenn es zu ist, ohne abschließen zu müssen. Das waren im Grunde genommen eigentlich auch die ersten Handwerker, die irgendwie richtig funktioniert haben und mit denen man gut arbeiten konnte. Die PV-Anlage ist auch so ein Thema, im März installiert. Und der Dienstleister, dem hatten wir auch das Mandat unterschrieben, dass der sich kümmert, dass wir irgendwann diese Förderung bekommen. Denn das ist immerhin über ein Drittel vom Gesamtpreis. Es sind eigentlich über 4.000 Euro. So, nun passierte Monate nichts. Und wir haben dann immer wieder nachgehakt, aber auch keine Antwort bekommen. Dann haben wir halt mit dem Stromversorger hier EDF gesprochen und dann gibt es noch eine andere Stelle. Und dann stellte sich raus, der Dienstleister hat gar nichts gemacht. Also die Bearbeitungszeit hier für so eine Förderung liegt bei um die 14 bis 16 Monate, was ja sowieso schon sehr lange ist. Aber dazu muss man natürlich den Antrag stellen und muss eine sogenannte Konfirmationserklärung abgeben. Diese Konfirmationserklärung für den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage, die gibt es gar nicht. Beziehungsweise jetzt wurde uns zumindest telefonisch vom Dienstleister gesagt, er hätte die in dieser Woche bekommen. Also das ist wieder so eine absurde Geschichte und hat uns immer nie was schriftlich gegeben, aber immer mündlich mit Informationen bombardiert und dann kam er plötzlich mit Business to Business. Das ist ja absoluter Quatsch. Wir sind hier Privatpersonen. Naja, wie dem auch sei. Also wir müssen uns da jetzt auch durch die ganzen Behörden kämpfen. Diese Firma, die das gemacht hat, hat nach dem Eintrag im Handelsregister ihren Sitz in Frankreich und nicht hier. Und insofern, ja, gestaltet sich das jetzt auch alles sehr schwierig. Wir haben Gott sei Dank direkt den Stromvertrag so umgestellt, dass wir nach Verbrauch alle 2 Monate bezahlen. Das ist natürlich total runtergegangen. Wir haben hier teilweise 96% Eigenversorgung, zwischen 94 und 98% auf den Monat. Insofern zahlen wir fast nichts. Aber wir speisen natürlich auch wahnsinnig viel ein. Und solange diese Anlage nicht sozusagen abgenommen und die ganzen Anträge gestellt sind, ja, weiß ich auch nicht, wie wir da dann irgendwann ein Geld bekommen sollten. Das ist auch was ein bisschen nervig ist. Und das bringt mich dann wieder zu dem Thema der Handwerker, die hier einfach, also bis auf wenige Ausnahmen, wirklich echt bodenlos sind. Entweder, dass die Firmen gar nicht existieren, dass die Leute arbeiten und dann irgendwann verschwinden, oder dass es von vornherein, naja, sage ich mal, auf eine unlautere Art alles angebahnt wird. Und da sind wir dann schon beim nächsten Thema. Thema Dach. Ihr erinnert euch, dass ich hier irgendwann mal runtergebrochen war, weil an 2 Stellen dieses Glasfieber so verlegt ist. Das habe ich selber gemacht. Mit Scharnick ist auch dicht.
Und wir hatten hier hinten, man sieht den Unterschied, genau das Gleiche. Und weil unsere Ida immer aufs Dach rennt, brach das auch irgendwie durch. Jedenfalls irgendwann, wir haben das gar nicht gemerkt, irgendwann wurde die Innendecke nass. Das verfärbte sich erst, wir haben das im ersten Moment auch gar nicht richtig so gemerkt. Dann wurde es grau und dann haben wir gedacht, oje, oje. Also aufs Dach festgestellt, das ist 11:55. Also Dienstleister angerufen. Dann kommt so eine Firma mit nagelneuen Fahrzeugen, irgendwie gleich zu zweit und 2 Fahrzeuge und alles sehr, ja, sage ich mal, seriös gewirkt, gleich Maße genommen und alles. Und ja, was man da eben dann machen kann, dass man das dann halt runternimmt, dass man dann dieses Dach sozusagen vielleicht auch isoliert. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt schon gewusst, dass es bei einer Dachisolation, Wärmeschutz, also gegen die Wärme, Förderung von über 30 € auf den Quadratmeter gibt, so dass man dann das entsprechend dann natürlich auch günstiger machen kann. Davon wussten die nichts, das hat uns dann schon erstmal stutzig gemacht. Und dann haben die gleich die Daten aufgenommen, haben dann Preis auch festgelegt und dann haben wir gesagt, ja, da denken wir jetzt drüber nach und werden uns dann entsprechend melden. Und dann meinten sie dann auch gleich, naja, sie bräuchten natürlich dann so 3.000, 4.000 € vorher, damit sie dann das Material entsprechend auch einkaufen können. Was aber dann uns dazu brachte, mal wieder zu kontrollieren und feststellen, dass es die Firma gar nicht gibt, dass diese Firma in Frankreich bestand und Ende letzten Jahres sozusagen aufgelöst wurde. Und dieses führte dann dazu, dass wir halt gesagt haben, hier, da kann irgendwas nicht stimmen. Dann haben wir noch mal so ein bisschen in unseren Kontaktgruppen nachgefragt, ob die jemand kennt. Null. Und dann bekamen wir aber auch den Tipp, dass es hier oft Unternehmen gibt, die hierher kommen, oder nicht Unternehmen, Einzelpersonen vom Festland. Die kommen hierher, die greifen ein Jahr lang ab, was geht, halten die Leute immer hin und dann sind sie irgendwann weg. So, das heißt dann, dieses mit diesen Menschen war dann in dem Moment auch gelaufen. Wir bekamen dann aber einen Tipp von über einen anderen Handwerker und diesen anderen Handwerker, den haben wir dann tatsächlich hier gehabt und stellte sich raus, der hat auch 2 Jahre in Deutschland gearbeitet und der hat uns dann, wie man hier sehen kann, das jetzt erstmal provisorisch gemacht, also sehr günstig, so dass es unten dicht ist und alles soweit wieder in Ordnung ist. Und wir haben dann verabredet, dass wir im Herbst also praktisch dieses Dach hier von oben abnehmen, dass wir eine neue Isolierung reinmachen oder eine richtige Isolierung und dann eben ist das Thema dann auch durch. Es ist ganz einfach so und das haben wir auch erstmal, sage ich, lernen müssen. Auch wenn du nichts schmeckst, man das auch nicht sieht, riecht oder sonst was, aber Insel, deshalb salzhaltige Luft. Das heißt, gerade mit so Metall und offenen Schrauben und so, wenn das nicht ordnungsgemäß gemacht ist, dann rostet dir das halt im Lauf der Zeit auch weg und du hast dann echt einen Erhaltungsrückstand nach 20 Jahren, wie vielleicht woanders mit 30, nach 30 oder 40 Jahren. Und das muss man berücksichtigen, das wussten wir so nicht, aber wir arbeiten jetzt halt ein Problem nach dem anderen ab und dann kriegen wir das schon hin. Und da sind wir dann schon beim zweiten Dach. Das hier ist das Dach von unserem Yoga-Haus. Das zeige ich euch nachher jetzt auch mal, in welchem Stand es ist von unten. Und hier, man sieht hier oben, dass auch einiges geflickt ist. Zum Teil habe ich es auch schon geflickt. Es ist also jetzt dicht. Wir hatten da aber auch die Wassereinbrüche schon während der Renovierung und in dem hinteren Teil hatten wir es jetzt dann sozusagen in der letzten Zeit. Jetzt aktuell ist es dicht, aber wir haben mit dem Handwerker dann auch verabredet, dass er uns im Grunde genommen da dann auch mal einen Kostenvoranschlag gibt, dass wir dann das oben runternehmen. Ein Teil kann man noch verwenden oder gegebenenfalls müssen wir diesen hinteren Teil, der hier so ein bisschen grünlich ausschaut, eben halt neu machen mit einer Isolierung. Das ist jetzt auch nicht so dringend, aber ist halt auch etwas, was kommen wird. Und damit sind wir dann schon beim nächsten Thema, Wasser. Hier unten, es ist etwas
unaufgeräumt. Das bitte ich zu entschuldigen. Die ganzen Sachen kommen noch auf den Schrott. Hier unten seht ihr ein kleines Loch. Da ist ein Abfluss, wo man im Grunde genommen den ganzen, das innere Rohr, das auf die andere Seite des Hauses geht, da nehme ich euch jetzt mal mit, frei machen kann. Irgendwann war es so, dass kein Wasser mehr ablief. Wir haben aber auch das erstmal so gar nicht gemerkt. Hier habe ich schon gemäht, jetzt nochmal neu. Und hier hinten, da drunter, da ist der Eingang für die sogenannte Fossseptik. Das heißt, unser ganzes Abwasser kommt dann hier rausgelaufen, hier hinten in die Foss rein. Das ist, glaube ich, ein Zweikammersystem. Wird dann da dann irgendwie, keine Ahnung, verkompostiert, wie auch immer, und fließt dann ab, weil hier ja nicht jeder einen Anschluss hat. Das geht ja gar nicht mit diesen Bergen. Aber wie gesagt, irgendwann lief das Wasser nicht mehr ab. Also ganz, ganz schwierig in der Küche. Und da haben wir dann immer noch gedacht, naja gut, das ist vielleicht der Anschluss nach unten irgendwie vom, 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 vom Spülbecken. Und dann war es irgendwann so, dass im ersten Stock im Bad beim Duschen das Wasser auch nicht mehr ablief. Das gluckerte immer nur und gluckerte irgendwie, aber es lief nicht richtig ab. Dann bin ich hergegangen, so wie ich es mit dem Janik gemacht hatte, mit diesem 15 Meter langen Metall auf der anderen Seite des Hauses rein, alles durchstoßen, bis hier hinten da zu der Foss da unten. Aber es ging irgendwie nicht so richtig. Und irgendwann stellten wir fest, dass in der Küche, da ist ja diese schöne Küchenzeile drin und die ist unten auch zu, dass da plötzlich Wasser unten raustrat. Dann wieder aufgemacht und da stellten wir fest, dass dieses Sperrholz, der Abschluss sozusagen über den Fliesen in der Küche, komplett aufgequollen war. Also es ging irgendwie nichts. Also, dann haben wir gedacht, das schaffen wir jetzt nicht mehr selber. Dann haben wir einen Handwerker geholt. Der war auch cool, muss ich auch sagen. Also der Installateur, der kam sofort. Der hat dann im Grunde genommen unter der Küchenzeile das alles neu gemacht, bis zu dem Anschluss von diesem Rohr, was ich vorhin gezeigt habe, was unten durchgeht. Und dann lief es von dieser Seite etwas besser, aber auch nur eine Weile. Irgendwann stand es dann wieder drin. Aber immerhin war es dicht dann von unten, so dass dann kein Wasser unten in die Küche reinlief, sondern es blieb einfach im Waschbecken stehen. So, dann haben wir gedacht, okay, jetzt muss hier jemand herkommen, der dieses Fossseptik leert. Also diese anderen Männer angerufen, die waren auch total nett. Die sind dann gekommen, haben das Ding da abgesaugt und haben uns dann geschimpft und so mit Damenhygieneartikeln und alles drin, die man ja niemals in eine Toilette werfen soll. Und haben gesagt, wir haben da nichts gemacht. Also die Mädels, die sind da so, ja, wie man es auch aus Deutschland kennt, das schmeißt die ja nicht ins Klo. Insofern haben die das dann gereinigt, haben das rausgezogen und haben halt gesagt, da wurde seit, was weiß ich, 15, 20 Jahren oder keine Ahnung, wie lange die Anlage da ist. Es wird wohl noch nie gemacht. Alles rausgeholt, haben uns dann auch nochmal dieses Abflussrohr, das da im Haus praktisch unten durchgeht, auch nochmal durchgeblasen, sage ich, gereinigt. Und seither hat sich das alles jetzt ergeben, so dass es jetzt alles schön fließt. Es stinkt nichts, es ist sauber und insofern hat sich dieses Problem dann auch gelöst. Normalerweise ist es so, dass eigentlich der Eigentümer beim Verkauf diese Foss nochmal reinigen sollte, muss, wie auch immer. Aber wer unsere Videos verfolgt hat, der hat ja gesehen, dass wir das so wie auf so einer Vertrauensbasis mit denen hatten und haben dann halt gesagt, okay, wenn wir das jetzt schnell übernehmen und so, dann machen wir das halt selber. Wobei, das war da gar kein Thema, aber dass das so komplett zu war, das muss bei denen ja auch schon gewesen sein, weil wir hatten vom Anfang an die Probleme. Gut, das hat sich also gelöst. Und weiter geht's. Das Yoga-Haus sieht jetzt folgendermaßen aus. Ihr seht, an der Seite ist das immer noch nicht getauscht.
Aber Jens hat gesagt, dass wir nach den Sommerferien dann das im September oder so dann mal angehen. Ansonsten haben wir hier jetzt den Yoga-Raum. Ich weiß nicht, ob jetzt offen ist. Ja, ist offen, dann gehe ich mal rein. Hier ist der Yoga-Raum. Und was sich ganz toll angelassen hat, ist der Bereich mit den Ayurveda-Massagen. Die Ölmassagen, Abhyanga, ihr seht, dass da die Sachen liegen. Und insofern nehme ich euch da jetzt auch mit rein. Ist eigentlich ein schöner, ein wirklich schöner Platz, wo Silvia die Massagen geben kann. Hinten ist ja dieses kleine Bad. Und so kommen dann die Leute hierher, können ihre Massagen machen. Und das ganze Ding ist wirklich sehr, sehr gut angelaufen. Wir wollen eigentlich auch nochmal die Silvia und ich so uns zusammensetzen und euch mal berichten, was ansonsten auch noch so passiert ist. Das soll sie dann euch selber erzählen. Es laufen jetzt aktuell 4 Kurse. Jetzt sind Ferien. In den Ferien sind sehr, sehr viele Leute, gehen in die Metropole, sind dann einfach gar nicht da. Und insofern, ja, ist das jetzt noch praktisch eine Woche und dann hauen auch wir ab. Aber, und da sind wir dann bei den nächsten Handwerkern, wir haben hier kann man von innen zumachen und eigentlich brauchst du ja auch ein Schloss. Ein Schloss, das wir hier einbauen ließen, aber ohne, dass der Mann das geschafft hat, dass man das abschließen kann. Und apropos Urlaub. Wir fliegen jetzt für 4 Wochen nach Nosy Be. Das gehört zu Madagaskar, ist eine Insel. Wir werden dort eine Woche, Carlotta nimmt noch eine Freundin mit. Eine Woche werden wir dort mit so einem kleinen Boot unterwegs sein, werden dann von Insel zu Insel hoppen, haben da dann immer Biwak am Strand mit Zelten, werden bekocht, man kann schnarcheln und es ist absoluter Detox und das ist gerade für mich jetzt auch, nein, für die Carlotta, für alle, für die Silvia, es ist einfach wichtig, jetzt mal rauszukommen. Ihr habt das ja auch gesehen, ich habe so gut wie keine Videos mehr gemacht, weil ich war entnervt. Ich war entnervt, weil du ja dann immer wieder, wenn du dann sozusagen aus der Baustelle berichtest oder so, es ist ja dann auch negativ, diese ganzen Dinge. Und dann siehst du das nicht nur in dem Moment, wo es passiert, sondern dann filmst du das, dann sitzt du am Computer und schneidest diesen ganzen Kram und denkst dir nur, ich kriege einen Vogel. Dazu auch viel Arbeit. Und insofern hatte ich dann keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Und naja, aber mittlerweile, ich hatte es ja angekündigt, als wir am Mafat waren, solche Zeiten, die bringen einfach dann immer wieder ein bisschen Ruhe in den Kopf. Und insofern freuen wir uns sehr, dass wir das jetzt machen. Wir haben Bekannte aus Deutschland, die hierher kommen, die in dieser Zeit unser Haus hüten sozusagen mit Ida, dem Hund und unseren 3 Katzen. Und ja, und dann sind sie hier halt kostenfrei, ist natürlich dann auch ein toller Spot. Und insofern freuen wir uns, dass die kommen und dass wir abhauen können und wissen, dass alle gut versorgt sind, weil wenn du die Katzen und Hund irgendwelche Pensionen gibst, da zahlst für einen Hund also bis zu 30 € am Tag dafür, dass der dann in einem Zwinger ist und das möchte ich nicht, weil die tut mir echt so leid. Wenn man sich auch selbst, wenn ich mich oder wir uns nicht kümmern und sie dann mehr oder weniger sich selber überlassen. Das ist ein Rudelhund, der will mit der Familie sein, der will was erleben und dann wäre das blöd, dann ist die völlig gestört, wenn die da 4 Wochen im Zwinger hockt. Und die Katzen kosten, glaube ich, so ein 20 oder sowas pro Stück. Ha, Junge, da bist du dann am Ende dann bei 90 € pro Tag für einen Hund. In 10 Tagen sind es 900, 9, 18, 27, 2700 € für die Hunde und Katzen zu versorgen. Nee, also das ist so eine gute Art und da wird es dann entsprechend mit denen bestimmt sehr gut passen. Und durch die ganze Arbeit hatten wir halt wirklich echt auch kaum Zeit, uns um das Haus innen zu kümmern, die Kisten auszuräumen. Wirklich, diese letzte Woche standen da noch Kisten in der Gegend rum. Aha, da kommt die Silvia. Kannst mal Hallo sagen. Wir machen auch noch zusammen ein Video, gell? Hallo! Ich mache nur so einen kurzen Abriss, Ja, was aktuell bei uns ein alles Buch passiert für ist. Carlotta. Ein Buch für Carlotta, das ist auch wichtig. Wo war ich?
Ich hab's vergessen. Ach so, jetzt weiß ich's wieder. Ähm, Das war ein Verhau in dem Haus, wirklich. Also, dass man sich schon fast geschämt hat, wenn Leute hergekommen sind. Weil die natürlich auch sehen, dass nichts innen nichts passiert, es einfach auch nicht wohnlicher wird. Wir haben jetzt natürlich den Druck bis Freitag oder bis Samstag, bis sie kommen, das noch vollends in Ordnung zu bringen. Sind schon mittendrin, was jetzt natürlich auch so ein bisschen stressig ist, aber es sieht jeden Tag besser aus. Aber da mache ich dann noch mal ein extra Video. Wir sind wie die Flodders, sagen wir schon selber immer. Es dauert halt, es dauert und mehr als machen kannst du auch nicht. Und das ist jetzt auch nochmal so ein Punkt. Ich meine, wir sind aus Deutschland weg, weil wir halt gesehen haben, dass es einfach zu viel ist mit allem und dass wir runter reduzieren wollen. Aber natürlich einerseits runter reduzieren, aber auf der anderen Seite bedeutet ein Neuanfang natürlich auch erstmal wieder Arbeit. Mit den Dingen, die ich jetzt vorhin auch angesprochen habe, die jetzt dann noch halt gemacht werden, mit Dienstleister und mit unserer Arbeit und hoffentlich einer besseren Struktur dann auch nach den großen Ferien, denke ich mal, dass es dann tatsächlich dann insgesamt dann auch ruhiger wird. Was wir jetzt schon, und da bin ich echt happy, was wir wirklich jetzt schon verwirklichen, ist, dass wir Urlaub machen. Ich meine, das waren da diese 2 Wochen auf Mauritius und Nosy B jetzt. Und das ist einfach eine tolle Sache. Wir hatten über Jahre in Deutschland überhaupt keinen Urlaub gemacht, weil wir halt 3 Wochen im Jahr war das Yoga-Studio geschlossen. Ansonsten lief es einfach komplett durch. Und auch zum Beispiel mit meiner Mutter habe ich jetzt viel mehr Kontakt über WhatsApp-Video als in Deutschland, wo wir sie so gut wie nie gesehen haben, weil 500 Kilometer Entfernung und du arbeitest bis Freitag, also Silvia am Freitagabend bis um 9. Ja, dann fährst du auf den deutschen Autobahnen, brauchst dann für, was weiß nee, keine 500, 400 Kilometer oder was, brauchst 7, 8 Stunden mit den ganzen Baustellen. Und dann kommst du an, bist total im Eimer, fährst natürlich dann sehr früh am Samstag los und dann am Sonntag Mittag wieder zurück. 6, 8 Stunden, bis man dann oben wieder oder unten in Bayern ist. Und deshalb haben wir das sehr, sehr selten gemacht, weil es lohnte sich einfach nicht von der Zeit her. Und das ist jetzt was wir jetzt einfach auch wahrnehmen können. Und es kommen natürlich dann Leute und sagen, ja, jetzt seid ihr doch auf eine Insel und seid ihr doch im Urlaub. Und wieso müsst ihr das machen? Ja, wenn du daheim bist, bist halt daheim und dann wurstelst du und schaffst du einfach immer. Und deshalb jetzt raus. Wir haben auch verabredet, keine eSIM-Karten zu nehmen. In der ersten Woche haben wir ja nicht mal WLAN oder sowas. Später haben wir dann noch so 3 verschiedene Locations, irgendwelche so Hotelanlagen mit so kleinen Bungalows oder was. Das hat alles die Silvia organisiert, wo ich echt sehr, sehr dankbar bin. Und da haben wir dann WLAN, aber einfach mal den Kopf frei zu bekommen, raus aus all dem. Ich habe das jetzt, glaube ich, bitter nötig, die anderen auch. Und die Kinder werden immer größer. Man weiß ja auch gar nicht, wie viele gemeinsame Urlaube man noch macht. Und insofern freue ich mich jetzt sehr. Es ist jetzt nochmal wirklich Gas geben bis zum Wochenende. Und dann ja, sind wir 4 Wochen unterwegs. Mal gucken, vielleicht mache ich unterwegs mal irgendwie was, um euch das eine oder andere zeigen. Aber ich werde auch die Drohne mitnehmen. Ich werde bestimmt viel filmen. Die Dicke kommen dann halt später, genauso wie auch noch ein schönes Video zu Mafat. Da habe ich auch Drohnenaufnahmen gemacht und ich hatte ja da, glaube ich, nur 2 kleine Shorts irgendwie reingestellt und sah immer fertig aus, wenn ich das im Nachhinein anschaue. Aber es war richtig toll, es war richtig geil. Und insofern freue ich mich. Ja, was gibt's sonst noch zu berichten? Nur ganz kurz, ich will dem mit der Silvia auch nicht vorgreifen. Die Kids, das entwickelt sich sehr, sehr gut. Die Carlotta hat sich so gemacht in der Schule. Die hat tatsächlich jetzt diesen ersten Abschluss so gut hinbekommen mit einem Bien, also mit einer 2, dass sie jetzt auch angenommen wurde auf dem Lycée, also dem Gymnasium für diesen zweisprachigen Zug. Das heißt, sie kann dann, wenn sie da dran bleibt, das deutsche und das französische Abitur machen, was natürlich ganz super wäre. Die Mathilda ist auch total happy.
und auch sehr, sehr gute Noten. Die hat A2-Test gemacht, irgendwie mit einem 98,5. Die Carlotta hat mittlerweile den B1 auch super bestanden. Die Leute sagen, sie hätte gar keinen Akzent und wenn dann höchstens ein bisschen das Kreolische oder so. Von der Färbung her, von manchen Worten. Und ich hatte im Januar meinen Kurs gecancelt in Absprache, weil ich gesagt habe, ich pack das nicht, ich pack's einfach nicht. Und ich habe jetzt auch den Eindruck, und das muss ich selbst kritisch sagen, dass mein Französisch schlechter geworden ist seit einem halben Jahr, weil der Jannik nicht da war. Die waren in der Metropole und insofern hatte ich dann auch nicht so die Ansprache. Mit dem Jens läuft's auf Deutsch, mit vielen läuft's auf Englisch auch. Und insofern, ja, ich habe da schon die Motivation, jetzt dann auch im Herbst wieder anzufangen und gehe dann da wieder zur, ich glaube, es ist KASNAF, also diese staatliche Organisation, und habe dann verschult meinen nächsten B1-Kurs, habe auch noch Kontakt mit den ein oder anderen Mitschülern, die teilweise auch durchgefallen sind bei der aktuellen Prüfung im Mai. Also insofern habe ich mir das nicht gegeben, um da mich nicht noch mehr unter Druck zu setzen. Aber auch das wird jetzt werden und ich bin motiviert, weil mir macht es Spaß. Sprache ist mein Leben, ist auch mein Job, Kommunikation. Und ich liebe es auch so, das Ping-Pong-Spiel der Worte und zwischen den Zeilen so ein bisschen den Subtext. Und da brauchst du die Sprache richtig. Und auch wenn sie mich dann nach wie vor loben und das ist doch gut, in dem Moment, wo drei Leute miteinander sprechen und es geht dann schnell hin und her, dann strengt mich das so ab, dass ich dann auch echt einfach abschalte und dann hocke ich halt daneben wie der Depp, komme ich mir vor. Und aber auch das soll mich nicht aufhalten, soll uns nicht aufhalten. Und insofern sind wir guter Dinge. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viel geschafft, jetzt auch in diesen fast 2 Jahren. Und für mich jetzt hier als Resümee, wenn ich die Familienentwicklung anschaue, wenn ich uns anschaue, wenn ich mich angucke, dann muss ich sagen, es ist die richtige Entscheidung nach wie vor. Und insofern freue ich mich nach wie vor, dass wir da sind, dass wir es gewagt haben mit all den Dingen, die dann halt auch im Argen liegen. Und ja, ich meine, das eine ist, sich daran zu gewöhnen, dass Dinge eben halt anders laufen und manche Dinge kann ich akzeptieren, macht mir nichts. Wenn es langsamer dauert und ich stehe irgendwo in einer Schlange oder ich stehe in einem Stau, das ist mir wurscht. Also früher irgendwie konnte ich mich da schon aufregen und warum geht das nicht? Und dann suchst du eine andere Schlange an der Kasse. Da bin ich wirklich gleichmütig geworden, aber im Hinblick auf die Handwerker, ich glaube, das werde ich nie schaffen, das so zu akzeptieren, weil das mir einfach so fern ist, dass ich Sachen mache, die ich nicht kann und dem anderen dann auch noch versuche in Rechnung zu stellen. Und naja, wie dem auch sei, ich habe es euch gezeigt. Jetzt gucke ich mal, dass ich das noch irgendwie zusammenschneide und euch präsentiere, weil ich es ja auch versprochen habe, dass ich was mache. Wir sind wieder da, glaube ich, hatte ich es getitelt im Mafat. Und jetzt wünsche ich euch allen erstmal eine gute Zeit. Heute ist hier Feiertag, es ist der 14. Juli, das ist der Nationalfeiertag. Im letzten Jahr hatte ich da ja auch ein schönes Video gemacht von der Parade. Heute nicht, ich habe im Büro gearbeitet und jetzt geht es im Haus wieder weiter, damit wir da klar Schiff haben, wenn am Samstag unsere Freunde aus Deutschland kommen und die Hütte hier übernehmen, weil am Montag, glaube ich, am 20. sind wir dann weg. Oder ist es der Sonntag? Ich bin zeitlos. Gehabt euch wohl. Ciao.